Genossen der LPG Rote Sonne, heute geht es weiter. Heute werden wir mit vereinten Kräften die alte LPG wieder aufbauen. Werde Zeuge, wie wir den alten Zustand der LPG wiederherstellen. Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft innerhalb unseren Genossenschaften ist der Start fürs Durchstehen sozialistischen Frühling. Ja Leute, es geht weiter, endlich weiter mit der LPG Rote Sonne und was soll ich sagen, der Umzug von dem einen Rechner zu dem anderen Rechner hat tatsächlich nicht so gut geklappt. Also die alte LPG ist tatsächlich leider weg. Katastrophe. Aber ich konnte so einiges wieder reaktivieren und ich habe das Grundstück wieder aufgebaut. Ich habe, naja, so ein bisschen die Basics wieder hingestellt. Zumindest das, wie es so ungefähr war. Und naja, wir nutzen einfach die Fläche, die wir jetzt hier haben und bauen einfach alles wieder auf. Wir haben natürlich große Lücken jetzt hier und das muss gefüllt werden. Das bedeutet, mit vereinten Kräften aus den verschiedensten LPG werden wir jetzt hier zusammen alles wieder aufbauen, damit die LPG Rote Sonne wieder funktioniert. Wir machen mal eben einen kurzen Überblick. Und zwar haben wir hier nach wie vor dieses Grundstück. Und ja, das ist ein bisschen anders, das ist ein bisschen weiter nach vorne gerückt und dementsprechend passt jetzt hier vorne das Silo nicht mehr hin, was ja auch Bestandteil ist. Das befindet sich jetzt hier hinten. Und das Ganze hat sich halt so ein bisschen verschoben. Auch mit den Gewächshäusern bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich meine, ich hätte einfach nachgucken können. Aber ich meine, es waren 3 Stück. Waren es 4 Stück oder waren es 3 Stück? Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Aber ich glaube, die 3 Stück, das passt dann auch erstmal so weit. Und jetzt sind wir eigentlich an der Stelle, dass wir hier die Grasfläche nochmal schön aktivieren müssen. Bedeutet also hier die gesamte Fläche, das war ja hier schon vorgegebenes kleines Ackerland sozusagen. Hier, das war Feld und ich habe das schon vergrößert und das muss jetzt natürlich noch vorbereitet werden, damit das hier alles komplett zu Graswiese sozusagen umgewandelt werden kann. Damit wir dann im Anschluss, und das hatten wir ja auch schon, damit wir hier im Anschluss auch noch den Schafstall hinstellen können, den Ziegenstall. War es ein Schafstall, war es ein Ziegenstall? Ich glaube, es war ein Schafstall. Dann haben wir hier nämlich eine schöne Versorgung schon mal mit Wolle. Und dann hätten wir theoretisch, und das hatten wir vorher nicht, vorher war hier so eine erstmal war es weiter hinten. Und dann war hier, glaube ich, noch so eine Art Garten oder sowas. Und ich halte mir das hier einfach nochmal ein bisschen offen. Vielleicht kommt hier nochmal eine Halle hin oder sowas. Gucken wir mal. Also hier muss auf jeden Fall noch Platz bleiben für den Schafstall, für den Ziegenstall. Ich meine, wir hatten noch ein zweites Pilzhaus, oder? Ich glaube, hier war noch ein zweites Pilzgewächshaus. Das wäre vielleicht noch eine Option, hier ein zweites Pilzgewächshaus hinsetzen, Schafstall dann hier hinten hin und dann gucken wir mal. Ich glaube, so machen wir das auch. 2 Pilzgewächshäuser, dann diese 3 Gewächshäuser. Wobei, brauchen wir überhaupt 2? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Versorgung mit Nahrungsmitteln sieht ja an für sich so oder sah ja ganz gut aus. Was haben wir noch? Wir haben noch, ich zoome noch mal ein bisschen weiter raus, wir haben natürlich noch neben dem drehen wir mal so. Neben dem Grundstück, das ist ja das eigentliche Grundstück der LPG, haben wir enteignete Felder sozusagen. Enteignete, weißt du was, wo ich das gerade sage, ne? Was ist eigentlich hier mit den anschließenden Feldern? Wo war denn hier diese Übersicht, was meins ist? Die sehe ich, glaube ich, so nicht. Die sieht man so. Genau. Ah, guck mal, okay. Das sieht man hier. Also das hier ist die LPG, der gesamte grüne Bereich. Hier, weil mir kam der Gedanke, was ist denn eigentlich mit diesen Feldern hier um die Konservenfabrik, um das Konservenkombinat herum? Und die gehören keinem. Also das ist natürlich ein Ding. Die Felder sind quasi free. Was natürlich aber trotz allem noch uns gehört, und das war ja beim letzten Mal auch so, ist hier um die Biogasanlage. Mann, wir haben eine Biogasanlage.
alles enteignet, alles staatskräftig enteignet, so gehört sich das, so muss das sein. Und im Zuge der Revolution, die jeden Oktober stattfindet, hat das gut geklappt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wir haben hier schon mal, ich habe hier schon mal 2 Traktoren stehen. Hier müssen die ganzen Bäume noch weg, auch hier muss noch mal eingesät werden und so weiter. Ja, und wie gerade schon gesagt, mit vereinten Kräften. Das bedeutet, ich werde jetzt natürlich alles nutzen an Ressourcen, damit die LPG wieder steht. Und danach, wenn der Stand der Dinge wiederhergestellt ist, dann gehen wir auch in den normalen Rhythmus wieder rein. Dann werden alle verkehrten Fahrzeuge und Geräte alle wieder verkauft. Die habe ich jetzt natürlich schnell für einen schnellen Progress geholt. Aber das kommt alles wieder weg. Dann kommen die Originalgeräte und Fahrzeuge hier wieder hin. Und dann geht es ganz normal weiter mit dem üblichen Rhythmus der LPG. Ja, um da aber erstmal hinzukommen, ja, müssen wir trotzdem da natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken. Und das machen wir jetzt. Also rein hier. Mal eben hören, passt das vom Sound? Ja, ich glaube, so ungefähr, so geht das schon. Ja, wir müssen kalken und so Sachen. Das heißt, ich lege erstmal los. Alles ausfahren hier. Und vor allem muss ich erstmal wieder klarkommen. Ich war jetzt so lange nicht im Game. Aber ich glaube, so ein paar Sachen, ja, klappen immer noch intuitiv. Das ist gut. So soll das doch auch sein. Also, wir können hier immer noch schön nach wie vor erstmal wieder alles fit machen. Und ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier auch erstmal meine Bahn. Also, einmal schön kalken. Komplett die gesamte Fläche. Und danach muss das Ganze natürlich auch noch gedüngt werden, damit wir den nächsten Status haben. Und danach muss das Ganze auch noch eingesät werden. Eieiei. So sieht das doch schon ganz gut aus. Also, wir haben hier den gesamten Bereich. Hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich werde jetzt erstmal die Außenkante hier machen und dann den inneren Bereich. Beim letzten Mal weiß ich noch, der gesamte Nahbereich an dem Bach, den kann man quasi gar nicht wirklich bearbeiten. Also den werden wir auch weglassen. Das hier muss ich mir auch irgendwann nochmal direkt vornehmen. Das ist natürlich jetzt hier ganz nice, einfach mal so schön Offroad drüber zu brettern. Aber die Steine, die stören natürlich auf Dauer. Das heißt, hier werden wir irgendwann da auch nochmal langfahren und das Ganze vernünftig wegmachen. Oder soll ich das direkt machen? Könnte ich eigentlich direkt machen, ne? Ja, komm, ich mache das direkt. Ich leider ein Gerät aus. Im Moment, jetzt müssen wir die Chance nutzen. Jetzt sind Arbeitskräfte da. Alles aufgeboten, damit die LPG schnellstmöglich wieder aufgebaut werden kann. Von daher nutzen wir das Ganze. Oh ja, klar, hängen geblieben. So, und wir verwenden hier natürlich schnell eben den kleinen. Und den brauchen wir auch später noch. Das heißt, das ist auch gar nicht so verkehrt gewesen. Das heißt, wir nehmen das Teil mal eben für die Steine. So. Da setzen wir aber gleich jemanden rein. Und für die Baumfräse, Baumstumpffräse, da setzen wir dann auch noch gleich jemanden rein. So. Perfekt. Alter, ist das laut, ey. Da kann gleich erstmal jemand hin, einer von den Genossen da hinfahren und Ziel setzen. Und wenn das dann erledigt ist, hier mit den Steinen, danach geht es dann weiter. So, dahin. Ab geht es, jawohl. Der Genosse fährt los, perfekt. So, dann gucken wir. Dann haben wir hier diese Baustelle. Hier müsste ich echt mal schauen. Ich muss mir auch beeilen. Wir haben schon 19 Uhr. Und ich will halt so früh wie möglich, will ich eben hier rein. Und ich muss das fertig machen. Ich muss am besten noch einsehen, damit das alles rechtzeitig in dem Monat noch passiert. Ja, damit auch die Saat und so weiter hier noch reingeht. Das heißt, ich muss hier gleich nochmal gucken, dass ich hier grubber, alles weggrubber, was nicht gebraucht wird sozusagen. Ich habe hier schon mal so ein bisschen so eine Kante vorgemacht, damit ich dann mit dem großen Gerät großflächig da nochmal danach ziehen kann. Aber ich glaube, ohne vorher vernünftig die ganzen Bäume weggemacht zu haben, wird das nichts mit dem Grubbern, ne? Es ist zwar ganz nice, dass man hier schon mal ein bisschen was machen kann, aber so richtig wird das, glaube ich, nichts.
Wie war das mit Z-Felderstellung? Tatsache. Alter, die Tasten sind noch im Kopf. Das ist gut, ey. Das ist gut. Ja, und jetzt natürlich, wie gesagt, hier mit übertrieben großen Maschinen. Hauptsache, das Ganze läuft hier schnell. Und wir kommen gut vorwärts. Aber ich glaube tatsächlich solche Sachen hier, ne? Ja, selbst diese winzigen Bäume würden dieses Monsterteil einfach aufhalten. Kannst ja auch nicht ausdenken. So, ich ziehe jetzt hier nochmal ein paar Bahnen. Dann gucken wir mal, da müsste gleich das mit den Steinen fertig sein. Und dann werden wir da nochmal drüber düngen. Und wenn das gedüngt ist, ja, das ist doch dann gut. Dann haben wir da auch die Möglichkeit, direkt einzusehen. Ich hoffe, wir kriegen das alles noch hin im August. Wie gesagt, wir haben 19 Uhr, die Zeit rennt. So, ich bin schon mal soweit fertig hier mit dem Düngen. Da vorne steht der Kleine, jawohl, der ist auch schon ready. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal schnell um die dicken, fetten Steinbrocken hier, dass die weg sind. Genauso auch hier um diesen Baumstamm, diesen einen einzelnen. So, er läuft immer so langsam. Aber dann haben wir das auch hier erledigt. Wobei der eigentlich immer ganz schick ist, aber wir müssen jetzt hier auf Effektivität achten. Haben wir leider keine Zeit für schön. So, weg mit den Steinbrocken. Und ich muss tatsächlich schon Licht anmachen, ne? Es wird langsam dunkel hier. So, gib Gummi. Steine wegballern. Jawohl, ab geht er. Rap. Alter, was eine Baustelle hier, ey. Und mach weg. Jawohl. Also hier geht's jetzt weiter. Hier wird jetzt erstmal schön nochmal alles gedüngt. Ausgiebig. Die Steine sind weg. Das ist sehr gut. Jetzt ist da natürlich so ein kleiner Pümpel. So ein kleiner Baumstumpf. Aber ich glaube, so ganz tragisch wird das nicht werden, wenn er da ist. Und wenn er da bleibt, den lassen wir da jetzt einfach. So, der Rest wird jetzt hier einfach schön fertig gedüngt. Da hinten die Fläche ist auch schon gedüngt. Damit haben wir das. Und das heißt, ich kann jetzt hier komplett... So, das Ding kommt wieder weg zur Seite. Ich kann jetzt hier komplett in die Einsaat gehen. Also, einmal die gesamte Fläche säen. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Und dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit, sofort das schon mal im August, genau, August. Was sagt das Timing? Können wir überhaupt sehen? Ich hoffe, ne? Gras kann man doch jetzt sehen, oder? Wo ist Gras? Da ist Gras, ja. August, und dann können wir doch schon zum Jahresende, wird das Gras doch da richtig schön im vollen Safte stehen. Und dann können wir schon den Schafstall wieder hinstellen, damit wir da alles haben. Wir werden eine Oktoberrevolution auslassen müssen, einfach zum Aufbau der kompletten LPG. So, ich wollte auch sagen, das hatten wir doch beim letzten Mal anders gemacht. Und zwar gibt es ja hier von Dalbo die Walze, die gleichzeitig auch noch säen kann mit Säaufsatz. Sehr, sehr, sehr praktisch. Und das Teil nutzen wir jetzt. Also Walzen und Säen in einem. Diese Grünlandpflege, das ist immer wichtig, das brauchen wir. Und damit geht es jetzt hier quer über den Acker schön das Grün einsäen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Alter Falter, hier musste aber jetzt wirklich gewalzt werden, was das Zeug hält. So, jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Es ist schon bald der nächste Monat im Wachstum. Jawohl, hier ist sogar 100% überall. Hier war das alte Feld und so lassen wir das Ganze jetzt. Jetzt geht es erstmal rüber in den nächsten Monat und dann gucken wir, wie es weitergeht. Alter, September morgen. Oh ja, ein bisschen nebelig ist es, aber das sieht auch schon wieder hier richtig gut aus. Das sieht sogar richtig, richtig gut aus. Siehst du, hat sich also doch noch gelohnt, bis in die Nacht durchzumalochen hier. Wir haben Wachstum. Kann ich das hier nochmal verbessern durchs Düngen? Ich glaube nicht, ne?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse das auch einfach so. Das wird schon passen. Sollte das irgendwann mal nicht passen, muss ich es irgendwann echt nochmal abreißen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das so ewig hier lasse. Ich denke, so für die LPG, für den Start ist es ganz gut. Aber irgendwann werden wir uns, wenn wir ausreichend Felder enteignet haben, vielleicht nochmal einen speziellen Distrikt machen für die Viehwirtschaft oder so. Und der Bereich hier wird wahrscheinlich irgendwann mit Lagerhallen oder Silos und sowas bestückt. Aber für den Anfang ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Schritt, um hier produktiv weiterzukommen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich die ganzen Geräte. Wie vorhin schon gesagt, wir müssen das alles natürlich irgendwann alles wieder wegbringen. Auch die Gewächshäuser, die sind alle noch nicht eingerichtet. Wir bauen hier erstmal die Basics wieder auf. Ich mache natürlich auch zwischendurch solche Deko-Geschichten mit den Pfützen und sowas alles. Also auch das muss natürlich noch rein, damit das hier auch schickimicki ist. Dann habe ich keine Mauer gemacht, sondern hier jetzt so eine Hecke mit reingebracht und so Sachen. Also das kommt natürlich auch alles hin. Dann brauchen wir irgendwann die ganzen Fahrzeuge wieder. Ich denke, die werde ich auch hier einfach wieder hinstellen. Dann haben wir hier die ganzen Traktoren, die Fahrzeuge hier stehen. Und dann ist da die J. Ja, mit dem Silo hier hinten bin ich auch so einigermaßen zufrieden. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Dann haben wir das nicht da vorne direkt stehen, war so ein bisschen exponiert. Da vorne steht jetzt allerdings so eine kleine Tankstelle. Genau. Großer Treibstofftank steht da, genau. Das ist natürlich auch praktisch und komplett, und hier die Reparatur und die Werkstatt steht auch hier vorne. Auch natürlich auch alles im Sinne des Erfinders, damit wir unser hart erwirtschaftetes Geld aus der LPG, also aus der Gemeinschaft, nicht einfach rausnehmen aus der Gemeinschaft, sondern hier bleibt es quasi in der Genossenschaft. Genau, das mit dem Holzfällen, aber das machen wir beim nächsten Mal. Die Geräte und so bleiben alle hier. Was hier dann hinkommt, das entscheiden wir. Ich glaube, das stand beim letzten Mal auch noch gar nicht fest. Aber was ganz klar ist, hier müssen sämtliche Bäume weg, damit hier ordentlich das Feld angelegt werden kann. Und wenn das erledigt ist, dann gucken wir, was hier drauf eingesät wird. Ich meine, ich hatte irgendwas mit Zuckerrüben im Sinn, damit wir einen Teil Zuckerrüben und Kartoffeln oder so, und dass ein Teil der Zuckerrüben dann eben auch direkt hier in die Biogasanlage fließen kann. Das wäre natürlich auch richtig gut. Dann hätten wir hier eine direkte Verwendung dafür. Und ich werde das Feld auch ein bisschen entspannter anlegen. Nicht so jeden Millimeter mitnehmen, denn das ist halt zum Fahren und zum Erstellen dann später der Felder, ist das dann einfach zu katastrophal, wenn man hier immer bis zum Rand fährt. Wir haben hier überall Zaun. Auch hier muss ich noch ein bisschen Platz lassen, so wie hier, dass man ein bisschen Abstand hat. Dann ist das auch später besser für die Genossen, für die Helfer, die das dann bewirtschaften müssen. Ja, so ist der Stand der Dinge. Wir müssen tatsächlich neu rein, ist das der Hammer, in die LPG, Genossen. Wir müssen das Ganze nochmal frisch aufbauen. Das heißt, die nächsten paar Folgen werden hier auch noch Aufbau sein. Und sobald es dann wieder steht, sobald es dann wieder läuft und der Startschuss dann quasi wieder da ist, dann gibt es auch zwischendurch mal wieder den Livestream zur LPG. Und dann machen wir da ordentlich weiter. So viel dazu. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Vom links 2 Grad.